Hallo, liebe Zuschauer und willkommen zu dem heutigen Video. In diesem Video werden wir uns mit dem grundlegenden Konzept der Teilbarkeit beschäftigen, sowie die N-Stellen-Regeln für die Teilbarkeit durch 2, 3, 4, 5, 9 und 10. Ohne zu warten, machen wir dann weiter nach der Jingle. Wir fangen an mit der Teilbarkeit. Was ist Teilbarkeit? Starten wir dann mit der Definition. In der einfachsten Form der Definition bedeutet Teilbarkeit, dass eine Zahl durch eine andere Zahl ohne Rest teilbar ist. Wenn wir sagen, dass eine Zahl a durch eine Zahl b teilbar ist, dann gibt es keine Restmenge, wenn man a durch b teilt. Mathematisch wird dies ausgedrückt als a ist teilbar durch b, wenn a geteilt durch b ein ganzzahliges Ergebnis liefert. Machen wir dann ein Beispiel. Die Zahl 12 ist durch 3 teilbar, weil 12 geteilt durch 3 ergibt 4 und es bleibt kein Rest. R hier bedeutet Rest. Also das heißt, 12 geteilt durch 3 finden wir dann 4 mit Rest 0. Dann springen wir dann zu der Division mit Rest. Also, nicht alle Zahlen sind immer ohne Rest teilbar. Wenn eine Zahl a durch eine Zahl b geteilt wird und dabei ein Rest übrig bleibt, dann sagen wir, dass die Division nicht exakt ist. Solche Division wird dann durch den Ausdruck Division mit Rest beschrieben. Machen wir dann ein Beispiel. 13 geteilt durch 4 finden wir dann 3 mit Rest 1. Das ist dann ein Beispiel von der Division mit Rest. Springen wir jetzt dann zu den Teilbarkeit durch kleinere Zahlen. Also es gibt bestimmte Kriterien, die uns helfen, schnell zu entscheiden, ob eine Zahl durch eine kleinere Zahl teilbar ist. Fangen wir dann mit der Teilbarkeit durch 2. Also, eine Zahl ist durch 2 teilbar, wenn ihre letzte Ziffer eine 0, 2, 4, 6 oder eine 8 ist. Beispiele. Gegeben seid die Zahl 118. 118 ist durch 2 teilbar, weil 118 endet mit einer 8. Teilbarkeit durch 3. Eine Zahl ist durch 3 teilbar, wenn ihre Quersumme durch 3 teilbar ist. Oder sozusagen, wenn die Summe ihrer Ziffern durch 3 teilbar ist. Beispiel. Gegeben sei die Zahl 123. Die Summe ihrer Ziffer ist gegeben durch 1 plus 2 plus 3. Finden wir dann 6. 6 ist ein Vielfaches von 3 und somit durch 3 teilbar. Wir können dann schließen, dass 123 ist auch durch 3 teilbar. Springen wir jetzt zu der Teilbarkeit durch 4. Eine Zahl ist durch 4 teilbar,
wenn die aus ihren letzten beiden Ziffern gebildete Zahl durch 4 teilbar ist. Beispiel: Gegeben sei die Zahl 17.586. Die letzten beiden Ziffern von dieser Zahl ist 86. 86 ist nicht durch 4 teilbar. Das führt dazu, dass 17.586 ist auch nicht durch 4 teilbar. Teilbarkeit durch 5. Eine Zahl ist durch 5 teilbar, wenn ihre letzte Ziffer entweder eine 0 oder eine 5 ist. Beispiel: 120 endet mit einer 0 und somit ist 120 durch 5 teilbar. 135 endet mit einer 5 und somit ist 135 durch 5 teilbar. Springen wir jetzt zu der Teilbarkeit durch 9. Eine Zahl ist durch 9 teilbar, wenn die Summe ihrer Ziffer durch 9 teilbar ist. Beispiel: Gegeben sei die Zahl 153. Die Ziffern von 135 sind 1, 5 und 3. Die Summe ist 9. 1 plus 5 plus 3 gleich 9. Weil 9 durch 9 teilbar ist, ist auch 153 durch 9 teilbar. Teilbarkeit durch 10. Eine Zahl ist durch 10 teilbar, wenn ihre letzte Ziffer eine 0 ist. Beispiel: 700 endet mit einer 0. Und somit ist 700 durch 10 teilbar. Und somit springen wir dann zu der Übung. Ich habe für euch eine kleine Übung vorbereitet und die Übung lautet: Schreibe aus der Liste diejenigen Zahlen heraus, die durch 2 teilbar sind, durch 3 teilbar sind, durch 4 teilbar sind, durch 5 teilbar sind. Fangen wir dann mit dem ersten Zahl, und zwar 450. 450 endet mit einer 0. Das heißt, 450 ist durch 2 teilbar. 450 ist auch durch 5 teilbar. Die Zahl 450 besteht auf 3 Ziffern, und zwar 4, 5 und 0. Die Summe ihrer Ziffern ergibt dann 9. 9 ist ein Vielfaches von 3. Das heißt, 450 ist durch 3 teilbar. Nächste Zahl, 709. 709 erfüllt keine Teilbarkeitsregel, die wir bisher gesehen haben. Springen wir dann zu der nächsten Zahl, und zwar 6516. 6516 endet mit einer 6. Das heißt, sie ist dann durch 2 teilbar. Die letzten beiden Ziffern von 6516 ist 16. 16 ist eine Vielfache von 4. Das heißt, 16 ist durch 4 teilbar und somit ist auch 6516 durch 4 teilbar. 6516 besteht auf 4 Ziffern, und zwar 6 zweimal 5 und 1. Die Summe ihrer Ziffern ergibt dann 6 plus 5 plus 1
plus 6. Das ergibt einfach mal 18. 18 ist ein Vielfaches von 3. 18 ist dann durch 3 teilbar und somit ist auch 6516 durch 3 teilbar. Nächste Zahl, 101.010. Diese Zahl endet mit einer 0. Das heißt, diese Zahl ist dann durch 2 und 5 erstmal teilbar. Die Summe ihrer Ziffern ergibt 3. 3 ist durch 3 teilbar. Diese Zahl ist auch durch 3 teilbar. Nächste Zahl, 321.000. Diese Zahl endet auch mit einer 0. Das heißt, diese Zahl ist auch durch 2 und 5 teilbar. Die Summe ihrer Ziffern ergibt 3 plus 2 plus 1 gleich 6. 6 ist ein Vielfaches von 3. 6 ist dann durch 3 teilbar und somit ist auch 321.000 durch 3 teilbar. Nächste Zahl, 22.222. Diese Zahl endet mit einer 2 und ist somit durch 2 teilbar. Und somit sind wir zu Ende dieses Video angekommen. Wenn das Video Ihnen gefallen hat, dann unterstützen Sie mich, indem Sie den Kanal abonnieren. Vergessen Sie auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns in das nächste Video. Bis dahin, tschüss.